Versicherung, dass sie es gerade nach Verfassung und Gesetz und gerade nach dem besten Wissen gebraucht haben. Mein Rücktritt zuhanden der heutigen Landsgemeinde eingereicht. Für das mir in den letzten 7 Jahren geschenkte Vertrauen bedanke ich mich herzlichst. Ich wünsche Land und Volk, das soll reinroden, und euch allen alles Gute, viel Glück und Gottes Segen. Wenn ich selber von Amtes wegen zur Wahl als regierender Landammann vorgeschlagen bin, führt die Wahl die nächste Person in der Rangfolge, Frau Statthalter Monika Rüegg-Bless, durch. Wir kommen zur Wahl von der regierenden Frau Landammann oder zum regierenden Landammann. Von Amtes wegen vorgeschlagen ist die stillstehende Frau Landammann Angela Koller, Schwendi-Rüti. Wollt ihr weitere Vorschläge machen? Das ist nicht der Fall. Dann stimmen wir ab. Wer der stillstehenden Frau Landammann Angela Koller die Stimme will geben, zeigt das mit der Hand. Danke. Ich übernehme das Landessiegel aus euren Händen mit dem Versprechen, es im Rahmen von Verfassung und Gesetz nach bestem Wissen und Gewissen zu brauchen. Wir können zur Wahl vom stillstehenden Landammann. Ich erwarte eure Vorschläge. Letztes Jahr die Wahl, da hatte ich 3 Gegenkandidaten, das war schon ein anderer Weg. Und jetzt dieses Jahr war ich ja für den regierenden Landammann von Amtes wegen vorgeschlagen. Ich war schon ein Jahr in Amt, das ist relativ gut gelaufen. Heute habe ich das erste Mal die Landsgemeinde geführt. Das ist eine lange Vorbereitung in den Wochen davor. Und es kann immer halt auch Ereignisse geben, die man nicht planen kann. Das ist heute sicher das Spezielle gewesen. Es ist ein sehr klarer Ablauf, wie das geregelt ist, und das ist eine hohe Disziplin auch der Leute, die da sind, die halten sich an diese Regeln. Man kommt mit 18 Jahren das erste Mal dorthin und dann weiß man, so sind diese Regeln. Ja, ich glaube, es ist wirklich so, wir treffen uns einmal im Jahr, um die politisch Verantwortlichen zu wählen und alle unsere wichtigen Geschäfte zu diskutieren und zu verabschieden.